Moin und Sawadee-Kap zu einem neuen Video bei Thailand teilt. Mein Name ist Renke und ich möchte euch heute gerne mitnehmen. Ihr befindet euch hier mit mir auf der Insel Koh Phangan im Süden Thailands. Und wie ihr sehen könnt, es ist mal wieder wunderschön. Die morgendliche Runde im Ozean, die haben wir schon hinter uns gebracht, so dass wir jetzt ganz erfrischend auf eine kleine Entdeckungstour gehen können und zu sehen, was die Insel sonst noch zu bieten hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch dorthin mitnehmen darf und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach einmal an. Ganz geografisch streng genommen handelt es sich ja bei jeder Insel auch irgendwo um einen Berg. Und wo ein Berg ist, ist eventuell auch ein Wasserfall nicht weit, gerade in Thailand und so auch auf der Insel Koh Phangan. Da schauen wir doch jetzt mal uns einen Wasserfall an mit dem Namen Peng im Inneren des Landes. Doch zuerst die Höhenmeter gilt es wieder zu bewältigen. Unser Ziel war die Bergspitze, zumindest den höchsten Punkt des Wasserfalls zu sehen. Doch inzwischen hat sich der Wasserlauf, den man entlang gewandert ist, verabschiedet und er wurde durch Urwald ersetzt, mehr oder weniger. Nicht weniger schön, bei weitem nicht, jedoch um einiges anstrengender und ein bisschen zielloser, sodass man jetzt hier im Trampelpfad seinen Weg sucht, immer noch auf der Suche nach dem Höhepunkt des Berges, aber vielleicht findet man ja auch einfach etwas ganz anderes. Nun, wie sich herausstellt, ist unsere gedachte Einbahnstraße zur Bergspitze, zum Höhepunkt des Wasserfalls, eigentlich eine Rundwanderung gewesen. Nun, wer hätte das denn erwarten können? Zum Abschluss wird uns jetzt noch ein Aussichtspunkt versprochen, den ich natürlich euch gerne auch präsentieren möchte. Und das nächste Mal bin ich einfach so clever wie ihr und schaue mir vorher ein Video an zu dem Reiseziel, sodass ich wissen würde, sobald der Wald anfängt, wird es keinen Wasserfall mehr geben. Manchmal sind die unerwarteten Entdeckungen doch eventuell auch die schönsten, wie zum Beispiel diese sehr überragend und ebenso unerwartete Aussicht über Koh Phangan. Doch die Insel ist so groß, dass es dort noch den ein oder anderen weiteren Aussichtspunkt gibt, den ich euch gerne zeigen wollen würde, und genau dorthin begeben wir uns jetzt.
So schwer es mir auch fällt, hier von der sehr improvisierten, doch überraschend gemütlichen Couch aufzustehen. Nach einer kleinen Fahrt über die Insel bin ich jetzt im Norden dieser angekommen. Denn hier soll es noch einen ganz besonderen, schönen Aussichtspunkt geben, gerade zum Sonnenuntergang. Und den wollen wir uns doch dann jetzt noch einmal anschauen. Man sieht, hier sieht es an sich ein bisschen verlassen aus. Das Gute bei einer Aussicht ist aber, dass diese normalerweise erhalten bleibt. Deswegen schauen wir mal, was uns so erwartet. Schön diese Aussichten auch sind, funktionieren sie nun mal am besten mit Sonnenlicht. Und der Tag neigt sich hier gerade dem Ende zu. Jedoch, da wir uns ja in Thailand befinden, gibt es ja hier eine ganz andere Attraktion, die vor allem dann stattfindet, wenn die Sonne untergegangen ist. Und auch in Koh Phangan soll es doch den ein oder anderen Nachtmarkt geben, den wir uns jetzt einmal anschauen können. Mit dem Besuch des Nachtmarktes neigt sich auch hier der Tag dem Ende entgegen. Ich hoffe, euch hat der Eindruck zu der Insel Koh Phangan gefallen. Die Insel selbst hat noch um einiges mehr zu bieten als dem, was ich euch heute in diesem Video zeigen konnte. Doch ich würde sagen, alles Weitere heben wir uns für ein weiteres Video auf. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ich euch dann wieder als Zuschauer begrüßen dürfte. Doch zuallererst vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich heute begleitet habt. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles Gute.